Egal, ob Sie Silicon 2.0 oder 3.0 verwenden, sind Silicon-Datensätze grundsätzlich Graphen. Und deshalb möchten wir in diesem Video zwei Anwendungen präsentieren, die die Graph-Repräsentationen von SilicML verwenden. Fangen wir gleich an mit den Graph-Repräsentationen von SilicML-Datensätzen. Zum Austausch sind die Stadtobjekte normalerweise als SilicML-Datensätze verfügbar. Diese müssen aber in der Praxis weiterverarbeitet werden und sie werden sehr oft in einer Datenbank gespeichert, zum Beispiel in der sehr bekannten 3DCT Database, die die Stadtobjekte als Tabellen repräsentiert. Aber neulich gibt es auch eine Möglichkeit, die Stadtobjekte als Graphen zu repräsentieren und diese werden in einer Graph-Datenbank gespeichert, zum Beispiel in der Graph-Datenbank Neo4j. Die Nutzung von diesen Datenbanken ermöglicht dann eine Reihe von Anwendungen. Zum Beispiel, wir können die Stadtobjekte wieder aus den Datenbank exportieren. Wir können diverse komplexe Analysen durchführen, zum Beispiel die Änderungsanalyse, was hat sich verändert in der Stadt im Laufe der Zeit, oder weitere Applikationen, zum Beispiel die multimodale Navigation oder das Updaten von den Stadtobjekten. Ich werde die Änderungsanalyse demnächst vorstellen und mein Kollege wird in der zweiten Anwendung die multimodale Navigation erklären. Betrachten wir ganz einfach dieses Gebäude. Dieses besteht aus Dachflächen, Wandflächen, Grundflächen sowie Fenstern und Türen. Jede Fläche besteht wiederum aus Polygonen und jedes Polygon besteht wiederum aus Punkten. Jeder Punkt hat dann Koordinaten. Also, wir sehen, Silicon-Objekte sind strukturiert wie Graphen. Und so sieht der Graph von diesem Gebäude in Neo4j aus. Der orange Knoten unten repräsentiert das Gebäude und die blauen Knoten in der Mitte repräsentieren jeweils ein Polygon. Und wie könnten wir diese Graph-Repräsentationen von Silicon-Datensätzen nutzen? In meiner Doktorarbeit habe ich diese Graphen verwendet, um die Stadtmodelle einer Stadt aus zwei unterschiedlichen Zeiten miteinander zu vergleichen und ihre Änderungen zu verstehen. Aber bevor wir weitermachen, müssen wir uns fragen, was ist wirklich eine Änderung? Diese Frage klingt trivial, die Antwort ist aber viel komplexer. Und zwar, Änderungen in der realen Welt führen normalerweise zu Änderungen in den Datensätzen. Aber andersrum ist es nicht immer der Fall, zum Beispiel bei Simulationen oder Szenario-Testing. Zweitens, es ist sehr oft, dass wir sehr viele Änderungen gefunden haben, nachdem wir die Datensätze miteinander verglichen haben. Diese Änderungen sind aber nicht so aussagekräftig wie die einzige Maßnahme, die diese Änderungen verursacht hat. Wir sind jetzt wie ein Detektiv. Anhand von diesen Spuren, also von diesen erkannten Änderungen, versuchen wir auf den Grund zu gehen, um diese einzige Maßnahme zu finden. Außerdem sind Änderungen nicht nur Abweichungen in den Daten, sie haben auch eine Bedeutung sowie einen Grund. Änderungen haben oft einen Zusammenhang miteinander, also die Änderungen können zusammen von einer Aktion verursacht werden oder eine Änderung kann die anderen Änderungen verursachen. Und ganz wichtig, Stakeholder haben unterschiedliche Interessen an Änderungen. Und diese Interessen können sich im Laufe der Zeit ändern. So sieht der Workflow meiner Arbeit aus. Wir haben am Anfang den alten und den neuen Datensatz. Die beiden werden auf Graphen abgebildet und dann miteinander verglichen. Nach dem Vergleich finden wir die Änderungen. Zum Beispiel hier, wir haben eine aktualisierte Höhe gefunden, zweimal verschobene Dächer und viermal veränderte Wände. Nachdem wir uns diese Änderungen angeschaut haben, finden wir heraus, dass das Attribut Höhe um DTH erhöht wurde, dass die Dächer genau um DTH nach oben verschoben wurden, dass die Wände auch um DTH vertikal vergrößert wurden. Das heißt, diese 1, 2, 4, 7 Änderungen könnten wir durch ein einziges Muster repräsentieren, und zwar, dass die Dächer
nach oben verschoben wurden. Dieses Muster kann weiter interpretiert werden. Das heißt, es kann bedeuten, dass wir hier mehr Wohnraum haben in diesem Gebäude und diese Info ist sehr relevant für den Oberbürgermeister. Um das zu testen, habe ich die Datensätze von Hamburg genommen. Sie stammen von 2016 und 2022, umfassen die gesamte Fläche von Hamburg. Jeder Datensatz ist ungefähr 8 GB groß, hat ungefähr 400.000 Gebäude. Nachdem wir die Datensätze auf Graphen abgebildet haben, ist die Graph-Datenbank ungefähr 100 GB groß, hat über 500 Millionen Knoten. Wir haben außerdem über 9 Millionen Änderungen gefunden. Fast die Hälfte davon sind geometrische Änderungen. Hier ist eine Visualisierung von eingefügten Gebäuden, also grün, und gelöschten Gebäuden, also rot. Anhand dieser Visualisierung könnten wir Hotspots finden, also die Gegend, wo es deutlich mehr Grün gibt als Rot. Zum Beispiel für diese Gegend. Dieses rote Gebäude könnten wir so interpretieren, dass es abgerissen wurde, um Platz zu machen für diese drei neuen Gebäude. Dieses kleine rote Gebäude könnten wir so interpretieren, dass die Position hier nachverbessert wurde, aber all diese könnten wir nur vermuten. Sie lassen sich nur bestätigen durch Luftbilder. Und hier sind die Luftbilder von 2015 und 2021. Hier sehen wir, dass die roten Gebäude hier abgerissen wurden, um Platz zu machen für die neuen hochmodernen Gebäude hier. In SiliconML hat jedes Gebäude ein Datum, an dem das Gebäude geändert wurde. Dieses Attribut allein hat keine große Bedeutung, aber zusammen mit den anderen Gebäuden können wir herausfinden, welche Gebäude an welchem Tag geändert wurden. Insgesamt haben wir in Hamburg 14 Tage gefunden, wo die Gebäude zusammen geändert wurden. Hier sind die ersten 7 Tage visualisiert. Hier sehen wir, an jedem Tag wird eine vertikale Region von Hamburg aktualisiert und hier sind die restlichen 7 Tage. Hier sehen wir, dass die Aktualisierung von dem Stadtmodell schrittweise innerhalb von 14 Tagen von links nach rechts, von oben nach unten durchgeführt wurde. Und hier ist die Grenze zwischen zwei Regionen, wenn wir reinzoomen. Wie wir hier sehen, die Grenze, die müssen nicht unbedingt gerade sein. Ein sehr schönes Beispiel haben wir auch in Hamburg gefunden, der Grüner Bunker. Ich glaube, viele von Ihnen kennen diesen Bunker schon sehr gut. Das Gebäude wurde errichtet als Flakbunker. Nach dem Krieg steht das Gebäude unter Denkmalschutz. Die Aufstockung von dem Gebäude hat 2019 begonnen und seit 2022 kann man dort schon Pflanzen platzieren. Und hier sind die Luftbilder von dem grünen Bunker vor der Aufstockung und während der Aufstockung. Was hat sich verändert von diesem Bunker? Anhand der Stadtmodelle haben wir herausgefunden, dass dieser Bunker aus 10 unterschiedlichen Building Boards besteht. Jeder Building Board ist höher geworden, aber unterschiedlich zwischen 3,8 und 12,5 Meter. Wir haben aber keinerlei Informationen zu den Stockwerken in den Stadtmodellen. Wenn Sie Interesse haben und weiter mit Graph-Repräsentationen von SiliconML experimentieren wollen, haben wir für Sie eine Demo bereitgestellt. Diese Demo besteht aus einem Teil Gebäude der TUM, das in SiliconML 3.0 verfügbar war. Dieser SiliconML-Datensatz wurde wiederum aus IFC-Datensätzen konvertiert. So sieht es aus, wenn Sie die Demo in Ihrem Webbrowser geöffnet haben. Diese Demo haben wir damals für unseren Workshop auf dem 3D-Forum Lindau erstellt. Und für diese Demo brauchen Sie nichts zu installieren, nur den Webbrowser. Diese Demo ist sehr interaktiv. Sie können einfach auf jede Abfrage klicken. Die Abfrage wird dann durchgeführt und Sie bekommen das Ergebnis zurück. Zum Beispiel hier möchten wir die Anzahl der Knoten in diese Datenbank zählen. Dann einfach darauf klicken. Hier sehen wir, dass es ungefähr 9 Millionen Knoten von der Datenbank gibt. Wir können die Anzahl der Gebäude in dieser Datenbank herausfinden, einfach diese Abfrage verwenden.
Hier sehen wir, es gibt in dieser Datenbank nur ein Gebäude. Wie viele Fenster und Türen gibt es in diesem Gebäude? Das könnten wir sehr schnell herausfinden, indem wir diese Abfragen durchführen. Einfach darauf klicken. Also hier 272 Türen und 76 Fenster. Mit dieser Abfrage könnten wir den Knoten ausgeben, der dieses Gebäude repräsentiert. Wir können auf diesen Knoten doppelklicken, um die Kinder von diesem Knoten anzuzeigen. Ähnlich könnten wir den ganzen Graphen von diesem Gebäude ausgeben, aber weil dieses Gebäude sehr groß ist, geben wir nur einen Subgraph von einem Building Room aus. Einfach darauf klicken. So sieht der Subgraph von diesem Raum aus. Mit Hilfe von dieser Datenbank können wir komplexere Queries schreiben, zum Beispiel Räume ausgeben, die größer sind als 100 Quadratmeter und 500 Kubikmeter. Und hier sind die Ergebnisse. Hier werden die Räume aufgelistet. Damit bin ich durch mit der ersten Anwendung und ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Felix Ulbrich. Danke, Son. Ich mache jetzt weiter mit der Anwendung 2. Zwar multimodale Navigation mit Graphen auf Basis von CityGML 3 Straßen. Kurze Motivation. Aktuelle Navigationssysteme funktionieren vor allem über das Konzept Tür-zu-Tür-Navigation, das heißt Navigation von einem Gebäude zum anderen über das Straßennetzwerk. Die Idee hinter dem Projekt war jetzt eben auf eine Raum-zu-Raum-Navigation zu wechseln, das heißt von einem Raum in einem Gebäude in ein anderes Gebäude in einen anderen spezifischen Raum zu navigieren. Datenmodelle für die Straßenmodellierung haben hier zwei Probleme. Zum einen liegt der Fokus vor allem auf linearen und parametrischen Repräsentationen und es fehlt oftmals eine Verbindung zu Innenräumen. Datenmodelle für Innenräume hingegen fehlt die Möglichkeit, die Straßenobjekte oder viele der nötigen Straßenobjekte vernünftig zu modellieren. Hingegen ein konsistentes semantisches 3D-Stadtmodell kann entsprechend Gebäudemodelle und die Innenräume, Vegetation, Stadtmöbel, Tunnel, Brücken und viele weitere Elemente modellieren. Und werden jetzt Daten in diesem gemeinsamen Konzeptrahmen modelliert, erlaubt es die unmittelbare Nutzung einer Vielzahl von Software-Tools und einer Vielzahl von Anwendungen auf diesem konsistenten Modell. Ich möchte schon mal ansprechen, die Graph-Datenbank, die dann für weitere Analysen genutzt wird. Zudem möchte ich verweisen auf einen bisherigen Beitrag der Technischen Universität München. Mein Kollege Christoph Beil hat vor etwa 2 Jahren schon eine sehr detaillierte Beschreibung des Transportation Moduls geliefert, als die Grundlage für die weitere Arbeit auch war. Bei Interesse können Sie sich entsprechend auch hier in der CAD Akademie diesen Videobeitrag anschauen. Was sind jetzt die Komponenten der Routenanwendung? Auf der linken Seite sehen Sie OpenDrive. Das dient bei uns als Datenquelle. Über eine Verkehrsraumvermessung wurden Daten im OpenDrive-Format erhoben, die uns zur Verfügung standen. Wir wollen jetzt aber mit CityGAM weiterarbeiten. Das heißt, wir haben einen Converter programmiert, der entsprechend die Daten auf CityGML abbilden kann. Dort können die Daten dann erweitert werden mit Gebäudemodellen und weiteren Funktionen, die CityGML entsprechend darstellen kann. Für die Analysen reicht CityGML jetzt leider nicht aus. Wir müssen noch einen Schritt weitergehen. Hierfür wird das Datenmodell von CityGML auf die Graph-Datenbank Neo4j gebildet. Und dort können dann effiziente Graphenalgorithmen genutzt werden, um zum Beispiel kürzeste Pfadesuche durchzuführen. Kurz die einzelnen Modellierungstypen im Detail. OpenDrive nutzt die Referenzlinie als Basis. Zusätzlich kommen dann noch Spurinformationen und weitere Informationen wie Straßenschilder hinzu. Alles richtet sich nach dieser Referenzlinie. Für den Wechsel nach CityGML, hatte ich schon erwähnt, gibt es einen Converter, Airtron, wurde bei uns am Lehrstuhl entwickelt. Bei Interesse können Sie sich diese Open Source Software auch gerne anschauen. Finden hier den Link. Sie sehen unten im Bild ein Modell, das von Ingolstadt aufgenommen wurde in OpenDrive und mit diesem Converter nach CityGML konvertiert wurde. Weitere interaktive Demos finden Sie außerdem oben rechts in diesem Kasten, wenn Sie dem Link folgen. Zurück zu CityGML.
Hier werden die unterschiedlichen Module und Objekte genutzt, um die Stadt zu modellieren. Das heißt, wir können nicht nur Gebäude, sondern auch Vegetation, verschiedene Straßenmöbel wie Ampeln, Straßenschilder, auch Fußgängerwege und Fahrspuren modellieren. Die Fahrspuren können Induktionssensoren enthalten, Markierungen. Zudem können auch Fußgängerwege oder Verkehrsinseln dargestellt werden. Jetzt hingegen in Neo4j, in der Graphenwelt, wird alles nur noch über Knoten und Kanten dargestellt. Das heißt, eine Straße ist ein Knoten, ein Verkehrsraum, ein Traffic Space ist auch ein Knoten. Die Besonderheit hier ist jetzt, dass allerdings das Transportnetzwerk über die Vorgänger- und Nachfolgerbeziehung verfügt, und diese Beziehungen zwischen den einzelnen Traffic Spaces können hier nativ als Graph abgebildet werden, was dann später in der Analyse wieder Vorteile bringt. Nochmal kurz zu CityGML. Ich hatte die modulare Struktur erwähnt. Wir befinden uns jetzt hier vor allem im Transportation-Modul. Und das Transportation-Modul wiederum besteht aus mehreren Elementen. Für uns vor allem wichtig ist jetzt der Traffic Space oder Verkehrsräume mit zugehörigen Traffic Areas, also die Grundflächen eines Traffic Spaces, auf dem normalerweise Autos fahren oder Fußgänger sich bewegen. Und zusätzlich gibt es noch Clearance Spaces, das heißt, es sind Freiräume über den Transportwegen, wo sich mobile Objekte bewegen können, ohne auf ein Hindernis zu stoßen. Wie Sie unten schon sehen können, werden jetzt entsprechend die Verkehrsräume volumetrisch abgebildet. Das heißt, ein nahtloser Übergang zwischen Innen- und Außenräumen ist möglich. Auf der rechten Seite sehen wir auch die volumetrische Darstellung von Innenräumen. Beides ist nun einheitlich in dem Modell von CityGML 3 dargestellt. Neben den Traffic Spaces und Traffic Areas gibt es auch noch Auxiliary Traffic Areas und Spaces. Diese werden dann genutzt, um weitere Elemente des Straßenraums darzustellen, die nicht zwangsläufig für den direkten Verkehr genutzt werden, wie zum Beispiel Bordsteine oder Grünflächen, die sich zwischen den Straßen befinden. Zusätzlich lassen sich diese Konzepte auch auf Gebäude übertragen. Ein sehr prominentes Beispiel ist das Parkhaus, das ja beide Nutzungstypen für Verkehr und Gebäude in einem vereint. Hier sehen wir auch wieder in der Abbildung, das ist zum Beispiel die CityGML Sections, also die Abschnitte der Straße in ein Gebäude fortgeführt werden können. Gleichzeitig behält aber das Gebäude auch Elemente wie die Roof Surface, so die Floor Surface, die entsprechend nur für das Gebäude existieren. In der volumetrischen Darstellung sehen wir jetzt hier zum Beispiel Fußwege und den Fahrraum, Fußwege mit 2,5 Metern modelliert und den Fahrraum mit 4,5 Metern Höhe modelliert. Man sieht auch schön die einzelnen Parkplätze, die hier aufgelistet sind. Kommen wir nun zu Neo4j. Wie können wir jetzt diese CityGML-Struktur auf einen Graphen abbilden? Auf der linken Seite habe ich noch mal einen Ausschnitt des UML-Diagramms von CityGML 3 mitgebracht, aus dem Transportation-Modul hier die Traffic Spaces. Wie Sie sehen können, verbinden diese die Successor und Predecessor Connections miteinander. Unten sehen wir jetzt ein Beispiel einer Straße. Diese Straße teilt sich in verschiedene Segmente auf, die wiederum über die Traffic Spaces modelliert werden, und diese können wir als einzelne Knoten darstellen. Das heißt, jeder Abschnitt wird ein Knoten. Die Abschnitte sind jetzt wiederum mit Successor und mit Predecessor, also mit Vorgänger- und Nachfolgerverbindungen miteinander verbunden. Wie sieht das Ganze in einem etwas komplexeren Beispiel aus? Wir haben hier 2 Fahrspuren, Parkplätze, wo man zwischen Transportmitteln wechseln kann, und einen Fußgängerweg. Man sieht hier, man kann die einzelnen Segmente wieder miteinander verbinden und man kann auch Elemente anfügen. Zum Beispiel haben wir hier eine Länge von, sagen, 5 Metern, und dieser Wert der 5 Meter die Länge lässt sich dann im Graph auch an die entsprechende Kante anbringen. Des Weiteren besteht es ein Transportnetzwerk typischerweise nicht nur aus Nachfolge- und Vorgängerbeziehungen, sondern auch aus Nachbarspuren. Gerade im Straßennetzwerk haben wir hier viele benachbarte Spuren für Spurwechsel. So setzt sich jetzt erstmal die Nachfolgebeziehung mit Successor in diesem Beispiel zusammen. Wir sehen, wir haben hier 2 Spuren, die benachbart sind, wo wir einen Spurwechsel durchführen können. Also würde es Sinn machen, hier auch benachbarte Spuren miteinander zu verbinden. Und auch das lässt sich leicht im Graph umsetzen. Ich möchte kurz ein Beispiel zeigen, wie das Ganze jetzt in der Visualisierung von Neo4j aussieht. Auf der rechten Seite sehen Sie einen Ausschnitt des gesamten Graphen.
Die Darstellung ist nicht georeferenziert und aufgrund des Auszugs sieht man auch, dass der Graph hier fragmentiert erscheint. Das heißt, einzelne Ketten sind sehr lang, teilweise auch kurze Abschnitte mit dabei, die nicht miteinander verbunden sind. Das liegt daran, dass nur eine begrenzte Anzahl an Knoten dargestellt werden kann, sonst wird es auch zu unübersichtlich. Ich möchte hier aber vor allem den Fokus jetzt mal auf die Verkettung legen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel für Fahrspuren von Autos die einfache Verkettung mit Nachfolgerspuren. Typischerweise darf man bei Autoverkehr nur in eine Richtung fahren. Bei Fußwege kann man als Fußgänger normalerweise auch in beide Richtungen nutzen, entsprechend eine Verkettung mit Predecessor und Successor finden. Und nochmal zurück zum Autoverkehr, auch mit Fahrspuren zum Beispiel. Hier dargestellt die Spurwechsel über Lane Change Verknüpfungen zwischen den einzelnen Traffic Spaces. Um jetzt noch etwas tiefer auf die Graph-Datenbank einzugehen, Son hat bereits eine erste Demonstration gezeigt, möchte ich jetzt hier eine zweite Demonstration kurz anreißen. Über die folgenden Zugangsdaten können Sie das im Nachgang selber auch ausprobieren. Willkommen hier zur Neo4j Browser-Umgebung. Einmal generelle Informationen noch, auch zum Datensatz überspringe ich erstmal, können Sie dann im Nachgang selber anschauen. In Neo4j selber gibt es die Möglichkeit, über die Abfolgesprache Cypher Anfragen an die Datenbank zu stellen. Wir sehen hier einmal ein Beispiel dafür, können das einmal ausführen und sehen jetzt, dass für die Traffic Spaces, also für die Knoten, die im Datensatz enthalten sind, die Anzahl zurückgegeben wird. In diesem Fall sind es 9118. Über die Knotenbeziehungen selber hatte ich bereits gesprochen. Es gibt hier jetzt nun verschiedene Möglichkeiten, in Erfahrung zu bringen, welche Typen wir überhaupt haben. Ich habe die einmal für sich hier schon rausgesucht. Zum einen Successor, also Nachfolger, Spurwechsel und Transportmittelwechsel. Wir können jetzt hier einmal nachschauen und sehen, ja, es sind tatsächlich auch Nachfolgebeziehungen enthalten. Dasselbe gilt für Spurwechsel. Das heißt Fahrspuren, die über mehrere Nachbarn verfügen und auch Parkplätze, die zwischen Auto- und Fußwegen zum Beispiel einen Umstieg ermöglichen. Antwort sparen wir uns auch, die können Sie nachher selber wieder überprüfen. Hier können wir jetzt Pfade ermitteln, die möglichst kurz sind. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. In Cypher gibt es verschiedene Arten, wie die bestehenden Elemente, also die Knoten, die nur Kanten miteinander verbunden sind und wie wir Pfade in den Datensatz finden können. Aus Zeitgründen gehe ich nicht auf alles im Detail an, das können Sie sich dann selber anschauen. Wie wir hier sehen, finden wir jetzt über diese Anfrage mit zwei spezifischen IDs für die Knoten und den Typ, dass es hierbei um Traffic Spaces handelt, wobei das jetzt in dem Fall nicht nötig wäre, und der Angabe, dass wir eine Successor-Verbindung haben, eine Verbindung zwischen diesen beiden Knoten. Es gibt aber deutlich mehr Verbindungen und um jetzt zu analysieren, was die tatsächlich kürzesten Pfade sind, gibt es zum Beispiel den Shortest Path Befehl, wo wir nur angeben müssen, welchen Beziehungstyp wir nutzen wollen. Wenn wir hier einmal die Cypher-Anfrage ausführen, sieht das Ergebnis erstmal gleich aus. Allerdings wird im Hintergrund die Anfrage anders ausgewertet. Wie können wir das Ganze jetzt verbinden? Bisher haben wir keine Gewichte genutzt. Das heißt, wir haben nur die Anzahl der Knoten verwendet, um einen kürzesten Pfad zu finden. Wenn wir das Ganze noch mit einem Gewicht verbinden wollen, gibt es weitere Möglichkeiten. Das heißt, wir können zum Beispiel die Erweiterung von APOC nutzen. Das ist eine Bibliothek, die Erweiterungsfunktionen zu Cypher hinzufügt. Und hier können wir entsprechend die Graph
Funktion Dijkstra aufrufen. Dijkstra ist ein Graphalgorithmus, der kürzeste Pfade findet. Entsprechend geben wir einen Knoten als Start und als Ziel an, sowie die möglichen Verbindungen, die Kanten und den Namen des Gewichtsattributs. Das Ganze gibt uns dann den Pfad zurück, also die Knoten, die besucht werden, sowie das summierte Gesamtgewicht. Wenn wir das einmal ausführen, sehen wir jetzt hier wieder unsere 3 bekannten Knoten. Und wenn wir in die Tabelle schauen, nämlich hier auf der rechten Seite auch das ausgerechnete Gesamtgewicht. Das Ganze lässt sich jetzt im Hintergrund hinter einer GUI verbergen, sodass unser Nutzer nur noch Start- und Zielpunkt, also wie ein paar andere Elemente auswählen muss und kann dann automatisiert diese Anfragen ausführen. Wenn wir das ausprobieren wollen, haben wir auch hier eine entsprechende GUI vorbereitet, mit der Sie ein bisschen experimentieren können. Ein kleines Beispiel möchte ich Ihnen abschließend noch zeigen. Zum Beispiel, wenn wir hier auf diesem Fußgängerweg starten, sehen wir bekommen entsprechende Informationen, unter anderem die ID. Wir können das hier einsetzen oder wir können auch einen ID-Wert hier reinschreiben. Wenn wir nun dieses Routenergebnis sehen wollen, klicken wir hier auf Start Routing und im Hintergrund wird die Graph-Datenbank angefragt. Das Ergebnis wird dann wieder zurück an unsere Oberfläche geliefert und die entsprechenden Elemente ausgewählt. In diesem Fall war jetzt das Endergebnis ein Traffic Space in der Parkgarage, sodass wir hier auch entsprechend die Parkgarage mit als Ergebnis bekommen. Dann möchte ich das Thema abschließen mit einer kurzen Zusammenfassung. CityGML3 erlaubt die Integration verschiedener Datenquellen, zum Beispiel von OpenDrive, aber auch IFC-Gebäude, Innen- und Außenräume und weitere Elemente in einem konsistenten Datenmodell. Zudem ist das Speichern weiterer Informationen wie generische Attribute möglich und es lässt sich auch über sogenannte Application Domain Extensions der Standard noch erweitern. CityGML3 mit seinem Transportation-Modul erlaubt das Erzeugen multimodaler Transportnetzwerke, das heißt die Kombination von Autoverkehr zu Fuß und Fahrrädern. Zudem die Kombination von Innen- und Außenräumen in einem Modell für fortgeschrittene Routensuchen. Die Graph-Datenbank, zum Beispiel Neo4j, erlaubt dann die effiziente Nutzung von Routen und Graph-Algorithmen auf der Basis dieses CityGML-Daten und des CityGML-Modells. Zudem lässt sich dort auch die Transport-Netzwerkstruktur speichern, um schneller Anfragen auszuwerten. Abschließend noch ein paar relevante Links zu CityGML, die Seite vom Standard. Einmal nochmal zum Transportation-Modul, eine interaktive Streetspace-Demo, weitere Datendownloads, unsere 3D-CityDB und nochmal der Converter AirDraw. Zudem gibt es noch weitere Implementierungen auf GitHub, einmal CityModel Compare für die Konvertierung bzw. die Ableitung der CityGML-Daten auf die Graph-Datenbank, 3D-CityKG, ein Werkzeug zum Erstellen von Knowledge Graphs und CityGML3 Multimodal Routing für die multimodale Navigation anhand der Graph-Repräsentation. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.